Auf Leverkusen und Leipzig folgt nun der FC Bayern. Also wir kriegen es hier in den letzten Wochen mit den Hochkarätern dieser Liga zu tun. Dann haben wir aber auch erstmal, glaube ich, alle Cracks weg. Also dann haben wir gegen Dortmund gespielt, Leipzig, Leverkusen, dann heute gegen die Bayern. Und dann die letzten 10 Spiele, das sind dann vielleicht auch wieder Spiele, die wir realistischerweise gewinnen können. Wir können natürlich auch heute gewinnen, aber wir haben in der Hinrunde unsere bislang heftigste Niederlage bekommen. Auch so vom Spielerischen her würde ich sagen, da ging überhaupt nichts zusammen. 4-0 war es dann am Ende vom Ergebnis ja doch ein bisschen heftig. Aber gut, was will man machen? Wir können da nichts gegen machen. Und auch die Bayern heute wieder, die kommen mit allem, was Rang und Namen hat. Also schon alleine Musiala vorne, Grealish, Mendes habt ihr gerade gesehen auf der Linksverteidigerposition. Harry Kane natürlich vorne. Wen haben sie denn noch? Goretzka spielt, dann hinten Upamecano. Also wie gesagt, die Creme de la Creme. Und wahrscheinlich haben sie noch ein paar gute Leute auf der Bank. Das wird heute auch wieder ziemlich schwer. Aber wenn ich wage, der nicht gewinnt, ich spiele trotzdem auf Offensiv, ich spiele mit. Ja, bevor ich mich jetzt hier hinten reinstelle, versuche ich lieber den Bayern selber ein bisschen Druck zu machen. Und dann weiß ich nicht, das zweite Adventsgewinnspiel ist ja schon längst draußen oder am Laufen. Ja, meldet euch dafür mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Müsst ihr einfach mal vorbeigucken auf meinem Kanal. Und dann weiß ich nicht, vielleicht habe ich schon die Umfrage gestartet, wie es dann in der 3. Saison weitergeht. Ja, ob wir noch eine Saison spielen wollen mit Münster oder beziehungsweise ob ihr das sehen wollt oder ob ihr eine andere Mannschaft wollt oder ich weiß nicht, was ich da für Antwortmöglichkeiten gegeben habe. Auf jeden Fall schaut da auch gerne nochmal vorbei, macht da auch nochmal gerne mit. Je mehr Stimmen, desto besser. Und am Ende entscheidet halt wie immer in Deutschland die Mehrheit. Demokratie und so. Ja, das war das so ein bisschen hier noch beibehalten. Achtung, Bayern kommt Olise, aber war abseits vorher, okay. Hier seht ihr, das geht auch ganz schnell. 1, 2 Kontakte, die stehen zwar nicht ganz so hoch wie Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob die auch wieder im 4-2-3-1 spielen, aber die pressen halt auch, ne, ungemein. Guck mal, wie hoch die stehen. 5 bis 10 Meter hinter der Mittellinie, so hoch ist das hier. Das heißt, es würde so ähnlich wie gegen Leipzig auch funktionieren, mit diesen hohen Bällen hinter die Abwehr. Dumfries gegen Grudowski. Und jetzt haben wir Philipp, der ist ein bisschen frei oder hat Platz, aber vorne halt alleine, wie gesagt, gegen Upamecano und gegen Sister Ito. Der zweite Innenverteidiger, sieht nach Ito aus, ja, ist es auch. Dann, wie gesagt, Dumfries auf der rechten Seite. Also da ist, glaube ich, ein Spieler mehr wert als unser ganzer Kader, was aber auch normal ist. Wie gesagt, wir sind immer noch, muss ich nur noch mal dran erinnern, wir sind Aufsteiger. Und wir müssen eigentlich gar nicht dastehen, wo wir stehen. Wir sind auf dem 8. Aber natürlich würde ich gerne die Chance nutzen, wenn wir ins internationale Geschäft kommen, eventuell. Aber dazu müssen wir halt auch mal so ein Spiel hier heute ziehen. Ja, zumindest mal Remis spielen. Oh, ganz unten, Jongwa, kriegt er den? Bitte auf Wanner, der kommt nicht an, oder? Ja, doch, der kommt an. Jetzt liegt Wanner auf dem Boden, sonst hätte er den schon vorher bekommen. So, aber Chance lebt trotzdem noch. Über Wanner, Grudowski läuft da durch. Der ist zu weit. Und Unai Simon ist im Tor. Also nicht Neuer, nicht Perez, glaube ich, so heißt er der Keeper. Und auch Sven Ulreich nicht. Sondern Unai Simon. Schade. Es wirkt sehr unaufgeregt. Also gegen Leverkusen und Leipzig war das noch was ganz anderes. Die haben auch, wie gesagt, mit einer Dreierkette gespielt. Oder auch Leipzig mit einem 4-2-2-2. Aber Achtung, einmal, wenn sie durchbrechen. Musiala in dem Fall. Und dann ist es passiert. Und dann stehst du wieder da und kannst wieder nichts machen. Du kommst einfach nicht hinterher mit den Spielern. Da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Aber wenn Musiala halt dich als Slalomstange benutzt, ist das schon sehr ernüchternd. Aber gut, ist wie es ist. Kann man nicht ändern. Aber es ist vertretbar, es ist verständlich. Wie gesagt, wir haben ja jetzt wirklich gegen jeden, der da oben irgendwie mit drinne steht, Dortmund, Bayern, Leverkusen, Leipzig, wir haben den jetzt hier zu Beginn der Rückrunde bekommen. Aber jetzt haben wir dann auch wieder Gegner, wo wir dann nochmal wieder Punkte holen müssen. Ne, wenn wir oben wirklich ein Wörtchen mitreden wollen in Sachen internationales Geschäft. Da muss dann wieder ein bisschen mehr kommen. Heute gegen die Bayern, das ist auch halt Bonus. Ich meine, die werden mit den Dortmundern auf Platz 2. Oder Dortmund ist wahrscheinlich noch Erster ohne Niederlage. Die Bayern werden Zweiter werden und auch sein. Das ist einfach nicht unsere Liga. Das ist, aber trotzdem will ich hier mithalten und nicht hier irgendwelche faulen Ausreden suchen. Oh, Olise, nächste Chance. Sinamol wird angeschossen. So, und jetzt, wenn wir mal versuchen wollen, guck mal, das ist halt unser Umschaltspiel heute gegen die Bayern. Wenn wir mal versuchen wollen, schnell umzuschalten, dann ist immer ein Gegner dazwischen. Dann werden die Bälle unsauber gespielt.
Und wir kommen halt nicht in die Zweikämpfe rein. Gerade nicht gegen Musiala. Oh, wenn der schon wieder hier ins 1 gegen 1 geht, da geht mir schon so ein bisschen die, wie sagt man, Panik bekommt man da so ein bisschen, wenn der mit dem Ball auf dich zukommt. Du weißt nicht, was er macht, aber du kannst es einfach auch nicht verhindern. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz. Bayern sind ein bisschen aufgerückt. Castagneda rückt mal nach vorne. Dumfries, ja, er kommt halt hinterher und es ist niemand in der Mitte. Was soll er machen? Das ist wie wenn du gegen 3, 4 Mann alleine läufst und die stehen alle auf der Mittellinie oder bei der Mittellinie. Da kannst du einfach nichts machen. Du bist da einfach machtlos. Ich kann nur versuchen, mal umzustellen. 4-4-2 eventuell mal. Ach, nicht 4-1, 2-1-2. 4-4-2 ist jetzt hier die Devise. Und da muss ich nochmal gucken, wer wo spielt. Ist ja sowieso gleich Halbzeit. Grealish nochmal. Und dann ist vielleicht die breite Variante besser gegen die Bayern, wenn die ein 4-2-3-1 haben. Haben ja auch das breite System. Ecke kommt, geklärt. So, haben wir nochmal die Chance? Nee, weil wie gesagt, der Ball ist sofort weg. Grealish auch vor allem, ey. Wie kommt der nach München? Linie auch allein gegen alle. Du kannst echt nichts machen. Du kannst da noch so gut stehen und noch so defensiv. Irgendwo ist dann auch die Lücke, die die Bayern nutzen. Haben sie ja beim 1-0 gemacht. Wo uns Musiala sehr erniedrigend als Slalomstangenbenutzer. So, wie sieht hier die Statistik aus? Ja gut, das ist hochverdient die Führung, aber weil wir halt auch zu wenig machen. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Es kommt Wanner auf die Außen. Dann bringe ich einen zweiten Stürmer rein mit Friedjonsson, einen Kopfballstarken. Jongwa macht die Defensive und Duarte linkes Mittelfeld. So, 4-4-2, breiter und ab nach vorne. Es gibt nur eine Richtung, im besten Fall hier irgendwie einen Punkt holen. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß nicht, wer die Tore machen soll heute, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gebe mich hier nicht geschlagen, ich halte dagegen und ich versuche hier mit unseren Mitteln doch noch irgendwie ein Remis zu holen. Weil die Bayern können ja auch mal irgendwann eine schlechtere Phase haben hier im Spiel, können auch Fehler machen, wenn wir so den unter Druck setzen. Aber andererseits bedeutet das halt natürlich auch bei uns Lücken. Die werden dann halt gut bespielt von den Bayern. So, Harry Kane, Achtung, Musiala war durch. Odyssee, oh, das ist halt dieser Antritt wieder. Aber ja, vom Tempo her hält Jongwa mit. Der wird uns halt auch echt fehlen auf der linken Seite. Aber da finden wir dann halt auch einen neuen. Da finden wir dann halt auch einen neuen, der das richtig gut machen wird, hoffentlich. So, jetzt mal die Idee, ja, Duarte durchzuschicken. Komm, Philipp, setz dich durch. Aber auch Duarte ist halt noch nicht so weit, ne? Der ist halt auch erst mal gerade in den Profibereiche hochgerückt. Der hätte eigentlich auch noch Jugend spielen können. Naja, Wanner über die Außen. Jetzt haben wir Friedjonsson in der Mitte, wenn er denn da steht, wo er stehen soll. So, und Remberg, der hat doch jetzt ein bisschen Platz. Musiala kommt dazwischen, aber die erste Parade. Der erste Schuss aufs Tor nach 57 Minuten. Zur Not muss auch mal ein Weitschuss her. Hat Remberg drauf, haben die anderen auch drauf. Aber aufgepasst, Nuno Mendes gegen Pozo. Ja, da kommt Pozo nicht hinterher. Musiala wieder am 1 gegen 1. Harry Kane in der Mitte haben wir bislang eigentlich ganz gut im Griff. Ich möchte es nicht beschreien. Jetzt, Achtung, jetzt kriegt er den Ball. Ne, kriegt er nicht. Musiala, Achtung, Kane, das müsste abseits sein. Ist es aber nicht. Und wer macht's? Ausgerechnet den ich gerade stark geredet habe. Oder beziehungsweise unsere Verteidigung stark geredet habe. Dass die eigentlich Harry Kane gut in Griff haben. Und dann ist es knapp kein Abseits. Das sah echt wie Abseits aus. Aber gut, Sinamoy, der kann einem da halt auch nur leid tun. Es geht halt nichts nach vorne. Es geht halt nichts nach vorne. Das ist dann ganz klar, dass wir da auf jeden Fall an unsere Grenzen stoßen. Obwohl ab und an die Chancen ja da sind. Das hatten wir auch gegen Leipzig und Leverkusen. Aber wir müssen die Dinger dann halt machen. Wenn wir sie nicht machen, werden wir bestraft. Aber, Philipp, da wollte ich auf Duarte spielen. Das wäre eventuell der Anschlusstreffer gewesen. Wir können es ja. Habt ihr ja gesehen. 1, 2 schnelle Kontakte. Oh, nee, nicht schon wieder. Musiala, Collins ist da. So, jetzt wie schnell können wir umschalten? Wo ist einer vorne? Es ist halt auch niemand vorne. Das ist unglaublich gutes Pressing, was die Bayern hier machen. So, und wieder natürlich Musiala. 1 gegen 1. Sinamoy, Achtung! Darf sich auch nochmal auszeichnen. Und Mendes gegen Duarte, der pressstark. Der landet dann halt auch bei den Bayern. Die wechseln.
Bayern kommt. Oh, das ist ganz einfach. Musiala und wieder Sinamoy. Also bei dem können wir uns wirklich bedanken, dass es nicht schon 3-4-0 steht. So wie im Hinspiel. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Du kannst auch nicht normal hinten rausspielen, Kane. Die sind sofort da. Die pressen unglaublich gut. Da trennt sich halt die Spreu vom Weiß. Dann kommen noch solche Fehler mit hinzu von Poso. Rabiot kommt rein. Es wird ja auch nicht schlechter. Das ist das Problem. Es wird ja nicht schlechter, was die Bayern hier reinbringen von der Bank. Ich weiß gar nicht, wen sie dann noch reingebracht haben in der Innenverteidigung. Stones. Ah ne, der spielt Sechser. Stones ist auch zum Beispiel jemand. Und Kane mit der nächsten Chance und das 3:0. Also wir sind Sperringspartner. Das ist heute ein Spiel, was vielleicht sogar nochmal ein bisschen schlechter ist als das Spiel in der Hinrunde bei den Bayern. Würde ich fast schon sagen. Also es geht nix, überhaupt nichts. Wir stehen auch überhaupt nicht gut. Wir stehen zu weit weg von den Gegnern. Und wie gesagt, Harry Kane, die Dinger gehen halt immer rein bei ihm. Das ist ganz klar. Ja, und dann wird es leider doch wieder so bitter wie in der Hinrunde. Ist das da Jonathan Tah? Nee, Dumfries. Wer ist denn da noch in der Innenverteidigung? Ach, ist doch Stones. Okay, ist doch Stones in der Innenverteidigung. Tja, ihr seht das, wie eng das die Bayern hier machen. Die breite Variante leider auch nichts gebracht. Wie gesagt, diese Fehlpässe und generell, wenn du nicht in die Zweikämpfe reinkommst, dann kannst du noch 10-mal die Formation umstellen. Dann bist du halt heute einfach leider nicht gut genug. Achtung, Musiala! 4:0. Jetzt haben wir das Hinrundenergebnis. Aber es sind noch 10 Minuten. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ja, heftig. Also, wie gesagt, das ist ein lockeres Trainingsspiel. So sieht das ja aus. Hier die Bayern 1-2 Kontakte. Selbst die Grätsche funktioniert nicht. Das ist ein völlig gebrauchter Tag. Aber gut, ich hatte das auch schon so ein bisschen vermutet. Also ich habe gehofft, dass es nicht ganz so deutlich wird wie in der Hinrunde. Jetzt ist es doch leider wieder so geworden und die Bayern haben ja noch 10 Minuten Zeit. Also es könnte auch durchaus noch ein 5. Tor geben. Ja, wenn wir hier so verteidigen, wie wir, oder auch spielen, wie wir hier spielen. Vielleicht noch ein Ehrentreffer wie gegen Gladbach. Zumindest 4:1 wäre doch für die Zuschauer ganz schön. Aber wir kommen nicht mal in diese Situation. Wir kommen nicht mal hinter die Abwehr. Wir können vorne keine anspielen, weil die Bayern einfach defensiv 2 Nummern zu stark sind für uns. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Guck mal, die haben sogar so viel Zeit, weil wir gar nicht drauf gehen. Nochmal Fuß auf den Ball, kurz zu warten, kurz mal eine Pause zu machen. Also das ist schon sehr dominant, viel zu dominant. Achtung, die Bayern kommen nochmal. Musiala, ach komm, mach mal ein bisschen halblang hier. Komm, 4:0 reicht auch. Deutscher Meister werdet ihr eh nicht mehr. Das machen wahrscheinlich dann die Dortmunder und dann kommt auch noch die Baller rein. Also das ist schon krass. Aber gut, wie gesagt, wir haben ganz andere Ansprüche. Das war heute ein Spiel zum Vergessen. Jetzt haben wir aber, das Gute ist, es war erstmal der letzte heftige und starke Gegner. Also wie gesagt, von den Teams, die da oben stehen, Frankfurt ist noch dabei. Gut, das könnte auch noch mal ein bisschen schwieriger werden. Aber sonst, die anderen Mannschaften, das könnten Spiele auf Augenhöhe sein. Heute, wie gesagt, das ist ganz schnell erzählt. Hochverdienter Sieg auch in der Höhe und wie gesagt, ein 2-3 Klassenunterschied mindestens. Nächster Gegner ist dann der SC Freiburg. Das ist dann zum Beispiel wieder einer der Vereine, der mit uns auf Augenhöhe spielt. Ja, nicht nur von der Tabellensituation her. Wahrscheinlich werden wir noch 1-2 Plätze nach unten fallen, je nachdem wie die anderen spielen. Aber das sind so Teams, da können wir uns mehr erhoffen. Bernhard Kuma, genau, der verlässt uns jetzt. Wie gesagt, wir haben zu viele Keeper. Die kann ich ruhigen Gewissens verkaufen. 100.000 zu wenig. Ist okay. Aber ja, genau. So, Job, also anscheinend gibt es in anderen Ländern ein Ganzjahrestransferfenster. Irgendwie kann man die dann immer holen. Also ich habe jetzt schon 3 Vereine dann. Ja, ich nehme einfach mal alle an. Mal gucken. Er kann sich dann entscheiden. Er kann sich dann für einen Verein entscheiden. So, 2 Nachrichten. Vor uns liegen wichtige Spiele. Ich denke drüber nach. Morten Behrens geht mir wieder auf den Sack. Wird leider auch nicht spielen, weil Sinamo ist einfach besser. So, Geschäftsführer-E-Mail. Was haben wir hier? Gut, Kuma verkauft. Da haben wir auch wieder ein bisschen Geld dazu. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, jetzt gucken wir mal auf Freiburg.
Wir haben die letzten 3 Spiele nicht verloren. Das ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, um unsere Serie mal wieder zu starten. Haben eine Dreierkette, 3-4-2-1 vorne, Gregoritsch, Muslia und Kovicere. Die haben aber auch noch eine gute Bank. Adamu, Günther, um mal 2 zu nennen. Maxi Eggestein, Osterhage und im Tor Atobolu. Aber Müller ist in der Startelf. Okay. Gut. Schauen wir auf die Tabelle drauf. Wir sind nicht viele Punkte getrennt. Ja doch, 9 Punkte haben wir Vorsprung. Aber Wolfsburg sitzt uns im Nacken. Frankfurt ist vor uns. Gladbach. Es ist noch alles sehr eng zusammen. Dortmund gewinnt oder verliert weiterhin nicht. Haben aber auch nur 5 Punkte Vorsprung. Also so komfortabel ist das nicht. Aber wir haben jetzt wirklich machbare Gegner. Auch in den nächsten Spielen. Da gucke ich jetzt gerade noch mal auf den Kalender mit euch zusammen. Da sind halt einfach Siege realistischer. In Hamburg, in Augsburg sind auch 2 Auswärtsspiele. Die werden nicht einfach, aber die könnten wir schaffen. Oder mal Stuttgart zu Hause schlagen, in Bremen, zu Hause gegen Union. Sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ich bin sehr, sehr gespannt und ihr macht fleißig mit bei der Umfrage. Ich hoffe, ich habe die schon gestartet. Wenn nicht, werde ich die spätestens nach dem Video raushauen. Sollen wir noch eine Saison mit Münster spielen? Ja oder nein? Ihr seht ja dann die Antwortmöglichkeiten und lasst auf jeden Fall viele, viele Stimmen da. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.